So, last but not least, jetzt geht's um Animation. Und zwar ganz wichtig ist erstens mal die ganzen Informationen, die ich im sozusagen dritten Fenster auf dem Link hier auch beschrieben habe. Ne, zum Beispiel bei dem Punkt ist es mit drin. Also da bitte ich dich, da irgendwie noch mal ein bisschen zu gucken, zu lesen, auch beim Account Board und hier. Aber ich gehe das jetzt auf jeden Fall hier durch. So wichtig ist grundsätzlich, Base wollte ja eine neue Homepage, sie wollte das sozusagen modernisieren, sie wollte neue Inhalte darstellen und sie wollte eine Haptik, die sozusagen auch mit Animation bespielt wird. So, das ist ganz, ganz wichtig für Base. So, und ich weiß, dass du einmal dieses Performance-Thema natürlich hast. Das ist auch völlig in Ordnung. Trotzdem, es gibt aber Millionen von Seiten, die mit Animation arbeiten. Das kriegen wir auch hin. Das muss irgendwie klappen, weil der Kunde möchte das und deswegen macht er diesen ganzen Aufwand auch. So, das heißt, wir müssen gucken, dass wir mit so wenig Animationen wie möglich oder so subtilen Animationen und vor allem auch nicht komplex aufwendigen Sachen das maximale Erlebnis sozusagen für den Besucher schaffen und kreieren. Und ich gehe jetzt einfach sozusagen von oben bis unten durch. Genau. Ich weiß nicht, wie viel du mit Webflow-Animation irgendwo bereits gearbeitet hast, aber ich glaube, genau, also wir haben verschiedene Situationen. Ne? Sozusagen im ersten Fenster, was geladen wird, haben wir im Hintergrund diese Ellipsen. So, die hast du ja sozusagen alle zusammen, aber auch einzeln. So, das habe ich auch schön beschrieben auf XD. Dann haben wir in der ersten Sektion hier eine Illustration, die aus mehreren Elementen besteht und wir haben hier den Text und das soll eine Art Scrolling-Telling sein. Weißt ja auch, was das bedeutet. Das heißt, in dem Moment, es ladet sozusagen eine Grundsituation, aber in dem Moment, wenn ich sozusagen scrolle, baut sozusagen neuer Text hier auf, beziehungsweise eine neue Illustration. Und diese Illustration ist tatsächlich, ich werde die so aufbauen, dass sie aus 3 oder 4 Elementen besteht. Wenn du das genau wissen musst, können wir das auch wirklich definieren, von mir aus 3, die dann sozusagen auch leicht versetzt, sich sozusagen aufbauen. Von mir aus kann ein Teil da auch von links reinkommen, währenddem der Text sozusagen von unten sozusagen reinkommt oder irgendwie aufbaut, schick und elegant. Da bitte ich dich auch, einen Vorschlag zu machen. Wir gucken uns gleich irgendwie nach noch ein paar Beispiele an, wie man damit arbeiten könnte und was natürlich spannend wäre. So, generell fände ich es schön, dass sozusagen eigentlich, das hier unten, das wird noch nicht geladen, About Base, das ist auch in dem Moment nicht sichtbar, sondern es ist wirklich erstmal diese Scrolling-Telling-Situation plus diese Ellipsen, die sozusagen ab dem Moment, wenn ich sozusagen scrolle, ebenfalls aufbauen können. Diese sozusagen am Schluss, wenn sie aufgebaut sind, zentrieren eigentlich dieses Element hier, diesen Slider. Und wenn ich weiter scrolle, möchte ich, dass diese Ellipsen im Hintergrund noch mitkommen, noch weiter sozusagen, einfach sozusagen mit wie so ein Parallax-Effekt leicht versetzt sozusagen zur Geschwindigkeit der Seiten zum Scrollen sozusagen mitgenommen wird und dann sozusagen hier dann irgendwann stoppt. So, das ist sozusagen diese Situation mit dem Ellipsen-Thema. So generell, wenn wir mit dem Scrolling-Telling von der ersten Sektion durch sind, würde ich gerne haben, dass die Elemente, alles was darunter kommt, nach und nach von unten sauber aufbauen. Dass es so ein bisschen einfach so ganz leicht bewegt, so leicht sozusagen animiert aussieht, dass es peu à peu sich das sozusagen aufbaut. Genauso auch sozusagen die Elemente. Ich glaube, das ist sozusagen das Minimum, sozusagen, was wir an jetzt größeren Animationen machen können. Zu Mikroanimationen komme ich danach.
So, wie man, genau, wie wir hier sozusagen umgehen mit also erstens mal auch ein bisschen die Frage, wie gehen wir mit dem um? Ist das immer festgesetzt oder wollen wir sagen, dass er zum Beispiel nur im oberen Bereich ist und zum Beispiel irgendwann ausblendet? Kann man das machen, dass er nicht die ganze Zeit da ist, sondern dass es vielleicht tatsächlich nur am Anfang ist und dann irgendwann ausblendet, weil gerade da, wo nämlich die Sektion auch mit dem Karussell und den Pfeilen kommt, kollidiert das an der Stelle auch. Und das finde ich eigentlich nicht ganz so gut. Ähm, Ich fände es schön, wenn der Sektionswechsel zu What We Do an der Stelle eine Art ähm, ähnlich wie das hier ist, dass sich eigentlich so ein bisschen wie so ein Vorhang auffährt, auch leicht versetzt, dass sich das sozusagen ähm, ja, das wäre so ein bisschen so wie so ein bisschen so eine andere Situation. Mal gucken, wie du damit spielen könntest, dass wir sowas machen können. Das Gleiche dann aber auch hier, dass das irgendwie aufbaut. Vielleicht kommen sogar die Elemente von der Seite sozusagen leicht reingeschossen, dass sie sich aufbauen. Genau, so dann haben wir Our Services, die schneller durchfahren sollten, definitiv, als sie es jetzt tun. Und genau, du hast ja vorgeschlagen, dass wir die Situation schaffen, dass sich dann so ein Händchen macht, wo man es verschieben kann. Man muss natürlich bedenken, dass es nur bedingt praktisch, weil in dem Moment, wenn ich drüber fahre, switcht sozusagen die Karte, ja. Das heißt, ich muss, um es zu verschieben, erstmal immer drauf gehen und dann switcht die Karte. Ich bin da noch nicht so ganz sicher und auch noch nicht ganz, und das ruckelt und macht und tut und das ist überhaupt nicht sauber. Wir brauchen hier wirklich eine perfekte Situation, die das total sauber darstellt. Ähm, genau, dann haben wir, wenn wir drüber fahren, genau, stoppt, ich meine, das ist gut. Und das dreht von mir aus, darf das auch schneller passieren. Also ich hätte gerne eigentlich eine schnellere Animation, dass man da nicht irgendwie so lang warten muss. Und wenn ich jetzt sozusagen von auf die nächste Karte wechsle, genau, das habe ich vorher schon auch gesagt, dann haben wir die gleiche Geschwindigkeit sozusagen. Da irgendwie würde ich es cool finden, wenn wir es irgendwie so ein bisschen anders haben, anders lösen, dass es nicht so gleichgeschaltet sozusagen ausschaut. Ähm, Genau, wenn du dazu Fragen hast, müssen wir das vielleicht irgendwie nochmal irgendwie dann live besprechen, wie wir damit umgehen. Aber wichtig ist, das sind wichtige Services. Der User möchte die alle sehen können. Das ist sozusagen ein Kernstück sozusagen der Information, um zu verstehen, was Base macht. So, das heißt, es ist elementar, dass man all diese Services schnell sich angucken kann, wie man das möchte. Und ich hatte erstmal die Idee, ne, dass man mit der Maus nach links, einfach links rüber geht, sozusagen auch hier sozusagen, dass sie dann von links nach rechts gehen und wenn man mittig geht, werden sie langsam, wenn man rechts rüber geht, werden sie wieder schneller und kommen von rechts nach links. Fände ich immer noch schön. Keine Ahnung, ob sowas möglich wäre. So, dann haben wir den Approach Akkordeon. Wenn man das hier aufklappt, möchte ich, dass das systematisch schön aufbaut, ne? Sozusagen von unten her oder so leicht erscheint ähm, und durch das auch einfach so eine saubere, schöne irgendwie Animation kriegt. Ganz wichtig ist auch bei dem Block hier, momentan, so wie der switcht, ne, indem er hier diese harte Linie hat, sowas finde ich ganz hässlich. Da müssen wir irgendeine andere Lösung finden. Ich fände es cool, wenn das irgendwo, keine Ahnung, aufbaut, abbaut und dann kommt wie das nächste aufgebaut. Da gibt es ja auch total fancy Möglichkeiten, wie sich das Text sozusagen aufbauen kann. Da schauen wir nachher gleich mal irgendwie nochmal rein. Da fände ich irgendwie da gibt es sicher geilere Möglichkeiten, als das sozusagen so zu lösen. Nur, dass wir nicht diese harte Kante da haben, was einfach wahnsinnig unprofessionell und unsexy ausschaut in der heutigen Zeit mit den heutigen Möglichkeiten. Ähm, Gut, hier jetzt genau da diese Landmark
Galaxie ist für sie ja auch ein Kernstück. Und da haben wir auch schon drüber geredet, wie können wir da eigentlich, ich gehe da mal kurz auf die Ansicht von XD, weil die einfach subtiler ausschaut. Da müssen wir wirklich einfach nochmal gucken, dass das nicht so wuchtig wirkt. Wie jetzt gerade hier. Das hat natürlich damit zu tun, dass diese Ellipsen ja auch noch falsch gesetzt sind und möglicherweise auch die Größen sozusagen von den sozusagen unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal, keine Ahnung, Blöcke hier. Wichtig an der Stelle ist, genau, dass wir dass es sozusagen ein bisschen sich bewegt. Also entweder nimmt es Bezug auf die Maus oder einfach die Ellipsen sozusagen haben einfach auch so eine leichte Bewegung. Entweder, dass sie sich leicht verschieben, vielleicht skalieren auch ein bisschen näher runter. Das ist ein bisschen so ein interessantes Wabern, dass man wie das Gefühl hat, man ist wirklich so ein bisschen, oder vielleicht hat man auch, wenn ich diese Mouse-Over-Situation habe, haben wir gesagt, dass wenn ich sozusagen über diese fahre, dass sich sozusagen die Größen auch der anderen leicht verändern, dass die größer wird, währenddem die anderen dann wieder kleiner werden. Und da kann man wirklich nur so eine schöne Choreografie draus machen, dass sich das immer so ein bisschen irgendwie subtil sozusagen verändert, ohne dass sich die Positionen dieser auch verändern. Wichtig ist, wir müssen müssen eine Situation schaffen, wie gehen wir damit um, wenn es nur 6 hat, beziehungsweise auch wenn es nur 5 hat. Sagst du, okay, nee, wir können die Position nicht verändern, die bleibt dann immer gleich. Da muss man überlegen, welche man halt setzt und welche nicht. Oder sagst du, die würden sich dann auch direkt anders anordnen. Das hängt wahrscheinlich so ein bisschen von den technischen Möglichkeiten und Mitteln ab. Generell können wir tatsächlich hier auch nochmal ein bisschen kleiner gehen. Und wenn man mit dem Maus over ist, dann größer werden, weil das ist doch hier, wirkt das alles. Also da musst du auch wirklich nochmal gucken. Ich habe hier, läufst hier viel, viel breiter, als dass ich das mache im XD. So, und guck, dass es, wenn es klein wird, dann sind das 3 Zeilen, nicht mehr 2 Zeilen, sondern das kollidiert nachher irgendwie optisch hier total. Also da muss man wirklich ganz präzise sein, mit umgehen. Auch das Read More, da will ich nochmal überprüfen. Read More ist definitiv nicht regular, sondern ist auch an der Stelle mit Bold definiert. Einfach da sehr, sehr sauber bitte arbeiten. Genau, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, was wir vielleicht noch besprechen müssen dann. Hier, da würde ich auch wieder sagen, das baut sich ja immer, dass sich das von unten her aufbaut oder irgendwie schön oder vielleicht auch die hier von den Seiten sozusagen reinkommen, und die Ellipsen sich auch einzeln aufbauen. Sowas finde ich wichtig und das ist sozusagen das, was wir auf jeden Fall machen müssen, um halt auch ihnen genau das zu bieten, was sie wollen. Diese Sektion, die kann sich natürlich auch schön aufbauen. Ansonsten muss jetzt hier nichts groß animiert werden. Genau. Ja, Mikroanimationen kommen wir ja nachher dazu. So, hier haben wir die Situation, dass es von unten her kommt. Das finde ich eigentlich okay. Da braucht es auch nicht mehr. Ich meine, da kann man höchstens sagen, dass es noch ein bisschen schneller passieren soll. Und das Gleiche, ja, wir werden ja das dann sozusagen auch global für die gesamte sozusagen Seite übernehmen. Das ist hier, dass sowas nicht mehr passiert. Genau. Aber das ist sozusagen etwas, was natürlich auch dann über das hinausgeht. Das müssen wir uns anschauen. Das müssen wir Base dann auch sagen, dass wir das auf jeden Fall global lösen wollen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir dann zusätzlich von den Stunden unabhängig sozusagen vom anderen Budget aus machen. Gut, jetzt würde ich sagen, vielleicht ein Punkt noch. Hier haben wir ja diese Situation. Genau das Gleiche, das habe ich jetzt bei der mobilen Ansicht nicht gemacht. Da muss man natürlich schauen, das muss mobil natürlich gescheit aussehen. Wenn du irgendwas merkst, dass du irgendeine mobile Ansicht oder irgendwas brauchst, was im Mobil wie etwas angezeigt wird, dann mach mir eine saubere Liste dafür, was du alles brauchst, welche Elemente, und dann bereite ich dir die natürlich vor.
Ähm, die sind relativ groß, die Logos, wie sie jetzt hier angezeigt sind. Da bitte ich dich nochmal zu überprüfen, dass das wirklich von der Proportion auch wirklich stimmt. Ich glaube, die sind deutlich kleiner in der, in der XD-Ansicht. Aber genau, das kannst du dir nochmal dann in Ruhe anschauen. Genau, mal überlegen, ob wir tatsächlich hier mit diesem Blau arbeiten oder ob wir es auch auf diese Färbung von Unterlink switchen. Ich würde wahrscheinlich sagen, ist an der Stelle besser, dass wir sozusagen dieses Blau wegmachen und es dann auch hier weißlich halten. Dann kollidiert es auch nicht. Wichtig ist, sei dir bewusst, es kann hier zwei Farben geben. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Farbkategorien beziehen sich ja auf die Services. So, das heißt, man kann so einem zwei Services zuweisen und dann werden hier auch zwei Farben dargestellt. Sehr, sehr wichtig. Genau, das wird sich dann natürlich auch auf die Projekte dann, auf der Projektseite dann irgendwann, ne, greifen wir natürlich gerne auch diese Kategorisierung, Farbcode-Situation dann auch mit auf. Gut, jetzt switche ich nochmal rüber, gehe nochmal von oben runter und jetzt reden wir mal über Mikroanimationen. Genau, generell, ne, ich meine, wir haben natürlich die Hover-Situation, da würde ich jetzt auch nicht irgendwie groß irgendwas Neues machen wollen. Dieses More About Us, da fände ich mal, da hast du schon mal ein bisschen was gemacht, das mit dem Pfeil. Ich fände es cool, wenn man hier sozusagen eigentlich ist, dass der Pfeil ab und zu von sich aus und da darf ruhig mal ein bisschen weiter sozusagen noch gehen, dass der da es auch mal macht, ohne dass man sozusagen drüber fährt. Und wenn man drüber fährt, dass man das natürlich auch macht und zusätzlich auch noch sich einfärbt leicht und ich bitte nicht, dass nicht nur der Text sich auch leicht erhält, sondern auch der Pfeil an der Stelle. Aber wie gesagt, also das darf auf jeden Fall hier passieren. Hier fände ich es eigentlich lustig, wenn, keine Ahnung, wenn sich das ein bisschen aufbaut, so ein bisschen auffächert, je nachdem. Und ne, hier ansonsten haben wir die gleiche Situation wie hier. Ne, das kann man auch machen, wenn sich das so aufbaut, dass sich das hier so auffächert. Auch subtile kleine Mini-Animationen. Hier, die wollen wir natürlich alle verlinken, so. Da würde ich auch sagen, wenn man drüber fährt, dass sie sich minimal vergrößern. Da müssen wir natürlich schauen, ähm, passt das von den Größen, ne? Also momentan zum Beispiel, ich habe auf dem XD, habe ich sehr geguckt, dass wir die Proportionen dieser Logos, dass die tatsächlich funktioniert und passt. Ne? Und auch ein bisschen auf einer Linie ist genauso, müssen wir gucken. Und ja, da müssen wir auch schauen, wie wir das am gescheitesten machen. Ne? Dass da die Sichtachsen, guck mal, das sitzt hier irgendwo in dem Moment irgendwo da halt anders ausgerichtet, oben ausgerichtet, da, dass man es halt irgendwie mittig macht, dass diese Logos wirklich auch proportional dann gleich aussehen. Sonst müssen wir da an der Stelle noch tweaken, bis das dann irgendwo in einer perfekten Darstellungsform ist, beziehungsweise falls wir die SVGs da irgendwie noch anpassen müssen, dann musst du mir sagen, wie die angepasst werden müssen, dass wir da auf jeden Fall eine saubere Ansicht haben, egal ob in Desktop oder auch Mobile. Und natürlich cool, ne, wenn man drüber fährt, ne, dass die einfach so ein bisschen leicht, ne, sich ein bisschen vergrößern, ganz subtil und dass ich die natürlich anklicken kann und auf eine externe Seite von gelotst wird, was man dann hier einfach mit verlinken kann. LinkedIn, genau, das ist ja noch sozusagen im Mache, da brauche ich von dir dann halt irgendwo auch die Situation, was brauchst du hier von, also du musst mir sagen, was du von mir brauchst, wenn du da irgendwas brauchst oder ob wir das irgendwie dann live mal machen, was es da für Möglichkeiten gibt, irgendwie das visuell darzustellen. Genau hier, das baut sich dann irgendwo normal auf. Genau, bitte Mikroanimation haben wir eigentlich hier keine. Wir können überlegen, das fände ich eigentlich ganz geil, wenn das What We Do würde so, ne, das ist, als würde es so geschrieben, What We Do, Punkt sozusagen. Dass wir eigentlich, ne, das baut zwar auf, immer unterschiedlich und hier wird es wie so geschrieben, das fährt wirklich vielleicht wieder von unten rein. Solche Sachen fände ich total nett. Wenn wir hier drüber fahren, dass wir sozusagen einerseits, dass es, ne,
mir hier zwar, oh, was ist jetzt passiert? Aha. Dass man hier die Mouse-Over-Situation hat, dass es irgendwie heller wird. Ähm, Tatsächlich gibt es mir jetzt hier ein Händchen. Es ist ja nicht klickbar momentan. Es kann sein, dass es zu einem späteren Zeitpunkt mal klickbar ist. Ich würde tatsächlich gucken, dass wir hier das Händchen nicht haben, dass es aber trotzdem heller wird und vielleicht auch minimal skaliert. Ähm, Vielleicht, oder lass es jetzt erstmal, nee, mach mal hier nicht skalieren. Vielleicht lassen wir einfach nur heller, aber dass man tatsächlich das Klick Händchen nicht kriegt, weil, ne, wenn ich jetzt drauf klicke, lädt die Seite tatsächlich neu. Das soll natürlich gar nicht passieren. Genau, also dann hier Mikroanimation, das haben wir gerade besprochen. Mein ich hätte gerne ne, auch Hover-Situationen für, wenn man hier drüber fährt, ganz leichter Farbwechsel sozusagen. Wenn du da irgendwelche Farbwerte brauchst, sag mir Bescheid. Das gleiche auch beim Schließen. Das aber so, ne, aber so kleine Subtilitäten hier, das finde ich gut. Ne, dieser Wechsel, das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Da passiert was irgendwo. Genau. So, dann hier, genau, haben wir die Choreografie, das heißt, das ist ja schon viel Mikroanimation auch mit dabei bei der Grundanimation. Ich würde mal sagen, da machen wir jetzt erstmal das, was besprochen ist. Hier drin haben wir natürlich der Link, ne, der auch von sich aus ab und zu so das Pfeilchen, was sich bewegt, und wenn ich drüber gehe, sozusagen auch Farbwechsel von Schrift und Pfeil und auch Bewegung. Ich meine, ja, weil wenn wir uns total austoben wollen, können wir natürlich höchstens sagen, dass sich sozusagen die Schrift leicht schräg legt. Zum Beispiel, das wäre so eine Variante, keine Ahnung, wie das irgendwie und Plus da irgendwie gemacht hat. Ne, dass es so ein paar Spielereien gibt, dass sich da so etwas kurz ein bisschen schräg legt. So ein bisschen wie das. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch eine Spielerei, die jetzt gar nicht so bei Base reinpasst. Kannst ja mal belegen, vielleicht fällt dir da auch noch was anderes ein. Gut. Genau, ansonsten ist das hier, genau, ich meine, das haben wir eh besprochen, das ist nur ein Mouse-Over. Aber das wäre, glaube ich mal, wenn wir das haben jetzt mit den Animationen und Mikroanimationen, dann haben wir eine Grundlage, die wir dann wirklich mit Base besprechen. Ich habe Base gesagt, dass wir Ende dieser Woche über das Thema reden. Das heißt, wir haben jetzt wirklich diese Woche muss das jetzt eigentlich alles passieren. Und ne, wenn man noch mal kurz auf den Kalender guckt, irgendwie von der Zeitplanung, es ist jetzt Montag, Freitag ist der 15. und bereits am Mittwoch drauf ist der 20., wo sie online stehen müssen oder online gehen müssen. So, das heißt, es ist wichtig, dass am Freitag, wirklich wichtig, dass Base am Freitag diese saubere Seite mit den Inhalten und Animationen sozusagen angucken kann, Feintuning und ne, ihren Teil auch noch beisteuern können, so sagen können, was sie gerne noch hätten oder nicht hätten. Das ist wichtig an der Stelle. Und genau, ich meine, so machst du das ja mit deinen Kunden auch. Ne? Du gibst denen ganz bestimmt ein paar Tage, bevor sie dann online gehen, noch die Möglichkeit, auch drauf zu sehen, drauf zu schauen. Und jetzt vom Zeitplan ist das jetzt alles auch ja realistisch gewesen. Von dem her, genau, wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich. Wir haben einen Termin ja für morgen, Dienstag, und zwar um 18 Uhr. Diesen würde ich ganz gerne auf Mittwoch so früh wie möglich legen, anstatt am Dienstagabend. Wenn das für dich okay ist, gib mir da noch kurz eine Rückmeldung.
zu und genau, das werde ich dir aber auch nochmal gesondert schreiben. Und dann hätten wir sozusagen am Mittwoch früh dann die Möglichkeit, das zu besprechen sozusagen, wo du dann gerade stehst etc. und dann auch nochmal auf den Zeitplan gucken. Wichtig ist aber, dass du dir den Ressourcen bewusst bist, die du dafür jetzt bereitstellen musst, um dieses Projekt an diesem Punkt ja, irgendwie an den Start zu kriegen. Es wäre nochmal gesagt verdammt peinlich und mir unglaublich unangenehm und Base würde es mir wirklich übel nehmen, wenn wir das nicht schaffen würden, weil sie warten schon sehr, sehr lange auf das alles und haben das ja wirklich auch frühzeitig angekündigt. Okay, also jetzt wünsche ich dir einen guten Start in die Woche und einen schönen Tag und ich hoffe, dir geht's gut und du hast dich gestern gut erholt und genau, ich bin auf jeden